Alkohol hat massive Auswirkungen auf deinen Körper und auf deine Psyche. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sogar kleine Mengen an Alkohol deinen Intellekt stören. Und deshalb ist es eine gute Idee, komplett auf Alkohol zu verzichten. Aber sei darauf gefasst, sobald du das tust, wirst du einen immensen sozialen Druck zu spüren bekommen. Wie es bei mir dennoch geklappt hat, dass ich keinen Alkohol trinke, davon erzähle ich euch mit meinen Erfahrungen mit Studenten und auf Partys. Seid also gespannt. Aber bevor wir zum Thema kommen, stell sicher, dass du den Kanal schon abonniert hast. Servus und herzlich willkommen bei Du bist genial. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Diesmal soll es um das Thema Alkohol gehen. Alkohol hat immense Auswirkungen auf deine Gesundheit. Alkohol ist ein Zellgift. Gleichzeitig greift es auch deine Psyche an und macht dich weniger intelligent. Dazu habe ich übrigens ein Video. 5 Tipps, wie du intelligent wirst. Und die dritte negative Auswirkung ist sozial. Es sind schon so viele Beziehungen kaputt gegangen unter Alkoholeinfluss. Es gibt also, wie du siehst, viele gute Gründe, auf Alkohol zu verzichten. Interessant ist auch das ambivalente Verhältnis der Öffentlichkeit und der Medien zum Thema Alkohol. Zum Beispiel ist es so, dass viele erfolgreiche Leute keinen Alkohol trinken, obwohl man das kaum so weiß. Da gibt es zum Beispiel aktuell den Trainer Thomas Tuchel oder Edmund Stoiber und ganz viele Hollywood-Schauspieler trinken keinen Alkohol, weil sie einfach wissen, wie positiv das ist. Aber trotzdem scheint es so, dass die Massenmedien, die Shows und so weiter und auch viele Filme Alkohol anpreisen, dass sie zeigen, wie toll und lustig es ist, Alkohol zu trinken. Und genauso auch die Werbung will dir ständig Alkohol verkaufen. Wieso ist es so? Ja, den Medien und auch der Werbung geht es überhaupt nicht darum, dass es dir gut geht, dass du intelligent bist, dass du gute Beziehungen hast, dass du gesund bist. Das ist nicht ihr Ziel. Ihr Ziel ist, dass sie Geld verdienen. Und das machen sie, indem sie versuchen, lustig zu sein oder eben Alkohol verkaufen. Aber das ist nicht dein Interesse. Dein Interesse sollte sein, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, dass du eine gute Familie hast. Also wenn du ein bisschen weniger auf die Medien schaust, sondern mehr auf deine Erfahrungen, auf das Umfeld und vielleicht in Biografien liest, was erfolgreiche Menschen auszeichnet, wirst du schnell sehen, dass es dir gut tut, auf Alkohol zu verzichten. Und ich habe da einige Erfahrungen gemacht. Die erste Erfahrung war die, nach der Schule habe ich mich entschlossen, ich will keinen Alkohol mehr trinken. Und dann war es so, ich bin in den Zivildienst gekommen und da gab es so eine kleine Clique und da habe ich gute Freunde gewonnen. Dann habe ich gesehen, dass sie immer mehr auf Partys gehen, wo viel getrunken wird, wo ich nicht mitmache. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht mitmache, dann werde ich die Freundschaften wahrscheinlich verlieren. Und so ist es auch gekommen. Die Freundschaften habe ich verloren, aber ich habe viel bessere Freunde bekommen und habe überhaupt nichts Negatives dadurch bekommen. Und ich konnte mir einen viel besseren Freundeskreis aufbauen. Eine sehr interessante und krasse Erfahrung hatte ich in der Uni. Und zwar ist es so, dass unter Studenten, zumindest in Bayern, wo ich studiert habe, sehr viel getrunken wird, leider. Und besonders auf Studentenfeiern. Und so hatten wir eines Abends eine Studentenparty in unserer WG und alle haben wieder getrunken, außer ich. Und einem von meinen Freunden hat es überhaupt nicht in den Kram gepasst. Er hat getrunken und hat den ganzen Abend probiert, mir ein Bier anzudrehen. Er hat das Bier immer mir hingehalten oder anderes Alkohol. Und wirklich, es war sicher eine halbe Stunde, wo er mir hinterhergelaufen ist und immer gesagt hat, hier, trink es doch endlich. Und in dem Moment habe ich gespürt, wie schwierig es für manche junge Leute sein wird, keinen Alkohol zu trinken. Weil der Druck kommen wird, da werden Leute kommen, die werden dich versuchen zu zwingen, zu trinken. Aber du musst dir bewusst sein, du bist selber Herr über dein Leben. Du kannst selber entscheiden, wenn du sagst, ich trinke nicht, dann trinkst du nicht und dann kann dich niemand dazu zwingen. Und so war es auch bei ihm, er hat es eine halbe Stunde lang probiert, so penetrant. Und ich habe ihn irgendwann einfach ignoriert, habe mit anderen geredet und er hat es weiter versucht. Die Frage ist, wer hat den längeren Atem? Und der Punkt ist, du brauchst dich davon nicht beeindrucken zu lassen. Jeder Mensch will gerne akzeptiert werden und wahrscheinlich fangen viele Leute an, Alkohol zu trinken, nur um akzeptiert zu sein. Aber das muss dir nicht so wichtig sein. Du bist bei Gott akzeptiert, so wie du bist. Egal, ob du trinkst oder nicht. Und er mag es, wenn du nicht trinkst, dass es deinem Körper gut geht. Wenn du dich so von Gott akzeptiert weißt, dann brauchst du dich nicht verbiegen, nur um Menschen zu gefallen. So, das war meine kurze Erfahrung mit Alkohol. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Hast du selber Erfahrungen gemacht mit Alkohol und Gruppenzwang? Ich weiß, das ist ein ganz besonders schwieriges Thema, vor allem bei jungen Leuten, bei Teenagern und Friends und im Studium. Schreib es doch einfach in die Kommentare, was du erfahren hast und vielleicht deine Tipps an andere. Und ich würde mich freuen, wenn du einen Daumen hoch da lässt und unbedingt den Kanal abonnieren nicht vergessen. Schön, dass ihr reingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.